Wie ist deine Erfahrung mit Live-Events? Hast du in der letzten Zeit vielleicht selber ein Webinar geplant oder warst du dabei zu sagen, hey, ich möchte jetzt am liebsten ein reales Event machen, wo Leute zu mir kommen und ich dann zu den Leuten sprechen kann über meine Produkte, über meine Services, was erzählen kann. Dann weißt du, wie intensiv das ist, wie viel du vorher planen musst, wie viel an möglichen Dingen da einbezogen werden müssen. Und deshalb mache ich heute speziell ein Live zum Thema, wie kann man ein Live-Event unterstützen, und zwar mit Ads. Denn ich habe gesehen, es ist einfach für viele ein Mysterium. Wie benutzt man Ads? Was ist das überhaupt? Sollte man überhaupt Ads machen? Sind Ads böse oder sowas? Und dazu heute ein bisschen ein Hintergrund von mir. Denn was viele nicht wissen, ich bin ja ein ausgebildeter Marketing, Ninja, Karatekämpfer, wenn es ums das Thema Kampagnen geht. Denn wenn man solche Kampagnen macht, dann braucht man ein bisschen schon einen Führerschein dazu, damit man das Benzin, was im Sprit ist, auch wirklich sorgsam verfährt beziehungsweise auch bestmöglich benutzt. Und das ist so ein bisschen, was ein Kampagnenmanager immer machen muss, wenn er so eine Kampagne beaufsichtigt. Wie ist die bestmögliche Verwaltung des Budgets? Und also, es geht hier ums Thema digitales Kampagnenmanagement. Und diese drei Zs, finde ich, sind elementar für so ein Live-Event. Deine Zuschauer. Denn was machst du ohne Zuschauer? Beziehungsweise du machst dann dein Event alleine, kannst es vielleicht aufzeichnen und dann später verwenden. So eine Art Replay, aber so richtig gut ist es nicht. Und dann hast du deine Ziele. Du möchtest natürlich mit deinem Event was erreichen. Zum Beispiel möchtest du Menschen inspirieren, du möchtest Menschen da einfach eine neue Möglichkeit aufzeigen, neue Perspektiven, aber du möchtest bestimmt auch dein Event zu einem Verkauf oder zu einem Kontaktaufbau benutzen, damit man länger in Kontakt bleibt. Also, das sind die Ziele. Und dann, ja, das letzte Z beinhaltet die Zeit. Also, du hast ein Event halt immer auf einen speziellen Moment terminiert. Das bedeutet, und wenn ich jetzt mal so schaue, was habe ich in den letzten Wochen, Monaten an Events betreut, dann war sehr spannend, wie man vorgeht für dieses Event und wie man versucht, dieses Event dann zum Erfolg zu führen, um diese drei Sets, die Zuschauer, die Ziele und den Zeitpunkt alle miteinander zu verbinden. Da hast du zunächst einmal, ich würde sagen, alle Sachen, die man macht, wenn man organisch unterwegs ist. Organisch heißt also ohne irgendwelche zusätzlichen Boost von Werbung. Also du machst eine Landingpage für dein Event, du machst Social Media Posts, du machst Kommunikation, wie es noch geht. Du hast E-Mail-Listen, die du vielleicht befeuerst und dann anschreibst. Du hast persönliche Kontakte, wo du sagst, hey, hallo du, kannst du mir vielleicht jemanden empfehlen? Wer würde für das Event interessant sein, beziehungsweise möchtest vielleicht selber kommen? Und dann hast du auch Content-Marketing-Aktivitäten, wo du sagst, okay, kannst du mich mal interviewen? Kann ich mal bei dir in deinem Live auftauchen und davon erzählen? Und. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie du organisch für ein tolles Event sorgen kannst, dass möglichst viele Leute kommen. Da ist nur eine Sache, die man eben noch einberechnen muss, und zwar vor allem, wenn es darum geht, diese Harmonie von diesen drei Sets herzubekommen, denn du musst irgendwo deine Energie beaufsichtigen, du brauchst also einen Fokus und du hast schon einen gewissen Zeitverlust, indem du so viele mögliche andere Perspektiven bedienen musst. Also mit Leuten sprechen und auf dein Event einladen ist eben gleichzeitig weniger Zeit, dein wirkliches Event zu planen. Und wenn viele Leute kommen sollen, möchtest du ja ein tolles Event machen. Also da ist schon mal nicht unbedingt was, was dir manchmal hilft, dein Ziel gut zu erreichen. Und dann ist es ja auch so, viele
ja, also wenn du jetzt sagst, dann nimm mir halt einfach mehr Zeit, ich plane jetzt mein Event in 3 Monaten, also in 3 Monaten denkt keiner mehr an dein Event, da ist schwierig, dann auch diese Spannung, dieses Momentum zu erhalten, ja, und dann auch deine eigene Energie zu erhalten, denn im Grunde genommen, wie schon gesagt, du bist jetzt hier voll am Rödeln und machst dein Event und möchtest natürlich das so gut wie möglich machen. Ja, wie geht man jetzt dann vor, wenn man eben jetzt einerseits sagt, ich möchte jetzt viele Leute dabei haben, auf der anderen Seite, okay, wie kann ich meinen Fokus, meine Zeit, meine Energie möglichst sinnvoll einsetzen? Da ist dann halt die bezahlte Werbung eine Möglichkeit. Bezahlt, paid Advertisement ist total okay und ich sage dir auch warum. Erstens mal bringt es dir zu dem Z, zu den Zuschauern, zusätzliche Zuschauer. Also du hast jetzt hier ein Doppel-Z dazu gewonnen. Du hast also nicht nur die Zuschauer und deine Follower, die dich sowieso schon kennen, sondern du hast noch zusätzliche in deinem Korb an möglichen Zuschauern. Und das ist doch immer schön, auch auf die Party jemand einzuladen, den man noch nicht so kennt, aber wo man denkt, wow, der oder die könnte cool sein, die könnte die Party so richtig anheizen. Dann zusätzliche Zeit, die du gewonnen hast. Denn indem du jetzt Paid-Werbung machst, hast du einfach die Zeit für andere Dinge, zum Beispiel die Planung für dein Event. Und dann hast du auch Sicherheit, weil du weißt, also durch diese Kampagne wird schon das ausgestreut an eine bestimmte Anzahl von Menschen, je nachdem, wie groß du das Budget machst. Und dann hast du also die Möglichkeit, auf jeden Fall in der Sicherheit zu planen und zu sagen, hey, also jemand kommt und ich plane hier in voller Sicherheit. Und dann nochmal das Thema Fokus auf die Ziele. Also du möchtest auf jeden Fall was für dein Business erreichen, für deine Mission, für das, was dir am Herzen liegt. Und das kannst du eben am besten, wenn du wirklich dich auf den Content konzentrierst. Und dafür kann dir eben eine bezahlte Werbung total helfen. Ich würde auch sagen, immer organisch und paid schließen sich überhaupt nicht aus. Sie bedingen miteinander und deshalb hast du hier also sowohl organisch eine gute Möglichkeit und auch bezahlte Möglichkeit. Und ich wollte dich einfach heute so ein bisschen einladen, mit mir durch diese Reise zu gehen. Wie kannst du dein nächstes Event zum absoluten Hammer-Event machen? Denn grundsätzlich will ich jetzt auch noch mal einen Mindset-Gedanken reinbringen. Es könnte ja jetzt sein, dass du sagst, also für mein Event müssen 250 Leute da sein und solange jetzt keine 250 Leute da sind, kann ich das und das und das nicht erfüllen. Dann ist es also von den 250 Leuten sind dann am Schluss 5% der Leute, die mein großes Programm nehmen. 1% der Leute nehmen mein VIP-Programm und dann praktisch habe ich mir das alles schon ausgerechnet, wird es ein Mega-Erfolg. Ja, das ist also die Art und Weise, wie du nicht an ein Event und an eine Kampagne rangehen solltest. Also du hast jetzt einerseits so diese natürlich berechnende Return on Investment Geschichte, aber was ich dir sagen kann und was ich dir mitgeben möchte, ist deine Haltung entscheidet, wie erfolgreich deine Kampagne und auch dein Gesamtziel sind. Denn hier habe ich ein Zitat von Bob Proctor, dem legendären Mindset Coach. If you let your present results control your thinking, you are going to create more of the same. Also mal angenommen, du möchtest wirklich das Hammer-Event machen und so sowas, was du noch nie vorher gehabt hast. Bei deinen bisherigen Events waren halt einfach auch immer nur, was weiß ich, 2,5 Leute anwesend und eine Person davon war dein Freund, deine Freundin. Wenn du jetzt mit so einer Haltung rangehst und sagst, jetzt muss ich hier eine absolute, praktisch Mega-Investition machen und dann kommen am Schluss 250 Leute, dann gehst du ein bisschen das Risiko rein, dass deine Energie und deine Frequenz total abfallen. Dass du also jetzt hier total fixiert bist, die ganze Zeit, während das Event geplant wird, wie viele Leute sind jetzt da? Bei deinem Live-Video schauen jetzt mehr als 2 Leute zu, sind es jetzt 10 Leute oder auf welchen Netzwerken verfolgt man mich jetzt? Im Grunde genommen musst du mit einer offenen Haltung rangehen und mit der bestmöglichen Service-Haltung, die du haben kannst. Denn was wäre, wenn jetzt nur eine Person im Event drin sitzt, eine Person, du hast für, weiß ich nicht, mehrere 100 Leute geplant, aber am Schluss nur eine Person da. Ja, dann ist diese eine Person
die Person, die vielleicht alles verändern kann, die ja, vielleicht dann dein VIP-Kunde wird, obwohl du gar nicht damit gerechnet hast oder die andere VIP-Kunden nachzieht. Und das ist einfach was ich dir mitgeben will. Auch Bob Proctor hat solche Erfahrungen gehabt, als er ganz am Anfang von seiner Karriere stand. Er hat Seminare gemacht, in einen Hotelraum gebucht und dann festgestellt, da sitzt nur eine Person drin. Und dann war vielleicht schon so die Enttäuschung da, ja, aber eigentlich und überhaupt. Aber er hat dann trotzdem das Bestmögliche gegeben. Und wie sich herausgestellt hat, bei einer Person, die dann so im Publikum war, das war die Direktorin von IBM. Und IBM war dann später der größte Kunde von Bob Proctor als früher Mindset Coach. Also es kann alles anders sein, wie du denkst, und hör auf jetzt so an den starren Zahlen, was sind die Benchmarks, wie viele Leute müssen da kommen, festzuhalten. Weil das macht man ja sowieso schon. Also dafür hättest du ja jetzt einen Experten, der sowieso schon ja praktisch das Optimale aus der Kampagne rausholt. Ja, und so ein Experte könnte zum Beispiel ich sein. Das wollte ich dir einfach nur mal zeigen, weil viele wissen das gar nicht. Also mein Hintergrund ist Brandmanagement, PR. Ich habe alles durchgemacht, also von der Seite des Kunden. Ich habe Advertising-Kampagnen betreut mit Agenturen. Dann bin ich auf die Agenturseite gegangen, zuerst organisch, also wie macht man das als Social Media Manager mit unterschiedlichen Kampagnenelementen drin, auch unterschiedlichen Kanälen. Und dann bin ich weitergegangen in das Thema Paid. Wie kann man eigentlich die Kampagne noch größer aufziehen, damit man auch wirklich dann, wenn es um das Thema Zeit geht, das Thema Ziele und das Thema Zuschauer, dass man dann da das Bestmögliche rausholt. Und das sind so die Zertifikate, die ich dann da habe, vor allem hier auf der Bildschirmrechten Seite. Ja, und wie sieht eigentlich jetzt so eine Ad aus? Also wir haben es wahrscheinlich alle schon gesehen, mehr oder weniger bewusst. Bei Facebook hat man hier das Thema Sponsored in einem Post drin, also es sieht aus wie ein normaler Post. Bei LinkedIn kannst du es ebenfalls als normalen Post machen und bei Google Ads ist es wahrscheinlich am allerklarsten die Teile bei der Google Search oder die Bereiche bei der Suche, die dann ganz oben stehen, die sind dann die Teile, die dann mit Ads gesponsert werden. Ja, was sind jetzt so die Erfolgsfaktoren für Ads? Und du kannst alles ausprobieren. Also zunächst einmal nur Ads zu gehen, ist, finde ich, keine gute Idee. Du brauchst auf jeden Fall ein Fundament, was organisch ist. Und deshalb ist immer das Thema, ja, du machst ja sowieso schon viel auf Social Media und du machst tolle Posts, tolle Stories, wunderbar. Also mach mehr davon. Aber versuch dann eben die Ads zu nutzen als eine zusätzliche Hilfe bzw. eine zusätzliche Möglichkeit, deine Zuschauer und deine Ziele zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen. Erfolgsfaktor Nummer 2. Can do. Also hast du die Erfahrung, hat man eine Möglichkeit schon gehabt, solche Ads zu machen und kann man diese dann auch sinnvoll, strategisch bis zum Ende fliegen. Also wie so ein Pilot, der eine Fluglinie hat, dann vielleicht auch in einer gewissen Hinsicht manchmal Turbulenzen überfliegen muss oder dann praktisch hier ein bisschen schneller ans Ziel kommt oder weniger schnell. Wie macht man das? Dann, wenn man eine Kampagne wirklich managt, auch mit Geld, was im Hintergrund steht. Und da kann ich nur sagen, da gibt es viele verschiedene Ansatzpunkte und Perspektiven, die du benutzen kannst. Zum Beispiel, indem du nach Zielgruppen optimierst. Das ist halt, aber dann geht es halt auch ein bisschen weiter. Welche Formate benutzt du? Welches Wording benutzt du für deine Kampagnen? Und auch, wie schaffst du es, wirklich eine Kampagne durchzuoptimieren, dass du schnell reagieren kannst, wenn etwas besonders gut läuft, dass du es dann weiter unterstützt und dass du wenn eine Kampagne nicht so gut läuft, dass du dann spezielle Elemente auch rauscuttest. Und das ist eben die Optimierungserfahrung,
die man braucht, wenn man eine Kampagne auch wirklich gut machen will, beziehungsweise dann auch für den Kunden das Beste rausholen möchte. Denn es ist natürlich klar, du kannst jetzt mit 1000 Franken oder 1000 Euro, die du einsetzt, auch Werbung machen. Das ist so ein bisschen wie der Witz von jemandem, der sagt, ja, also die Benzinpreise, die sind mir eigentlich egal. Ich tanke ja sowieso immer für 100 Euro. Also von daher ist dein Fahrstil interessant, beziehungsweise die Art und Weise, wie effizient du deine Reise planst in diesem Fall. Also, so viel schon mal zum Thema Optimieren. Und dann der dritte Erfolgsfaktor, das Thema Mindset. Für so eine Kampagne ist, wie ich schon angesprochen habe, elementar, weil du auch ergebnisoffen herangehen musst und mit einer hohen Frequenz. Wenn du also jetzt mit Mega-Druck rangehst, das ist so ein bisschen wie beim Money-Mindset. Wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt hier Sales machen oder sowas, du bist nicht in der richtigen Energie. Du musst offen reingehen können und sagen können, das ist die geilste Kampagne, die wir je gemacht haben. Wir haben alles dafür gemacht, der Text stimmt, die Bilder stimmen, dass die Zielgruppe stimmt und lass es raus. Und dann schau, wie die ersten Reaktionen sind, aber hier keine Vollbremsungen machen, wie das eben oft passiert, dass man dann denkt, oh, also jetzt irgendwie zu viel bezahlt oder irgendwie, es kommt jetzt nicht, keiner klickt drauf und dann nochmal alles raus, nochmal alles neu und so weiter. Das ist sicherer Weg, wie eine Kampagne keinen Erfolg hat. Und warum? Weil auch die Algorithmen von den jeweiligen Netzwerken einfach so eingestellt sind, dass wenn du stoppst, dass dann wieder die ganze Information, die gesammelt wurde, dann auch wieder weg ist. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, die viele Werbung und immer wird da, dann muss man Geld ausgeben und dann werden auch noch Leute genervt mit Themen, die sie eigentlich vielleicht überhaupt nicht interessieren. Nee, ist genau andersrum. Ich würde sagen, die beste Werbung, die du machen kannst, ist genau die Werbung, die Leute kontaktiert, die Leute trifft, die möglicherweise noch gar nichts von dir wissen, aber die hoch interessiert wären. Also, denen du einen Dienst tust, indem du sie darauf aufmerksam machst, und je besser du eine Kampagne jetzt planst, ja, und für dein virtuelles Event sorgst, desto besser natürlich ist die Möglichkeit, dass du diesen Menschen auch einen Service geben kannst. Okay? Und jetzt ist nur die Frage, wie möchtest du es haben für dein nächstes virtuelles Event? Also so hier wie hier dieser liebe Herr, der jetzt ein super Webinar geplant hat und auch schon seine PowerPoint-Folien super vorbereitet hat, das jetzt gepostet hat und sich wundert, irgendwie keiner kommt. Oder mach so wie sie, dass sie jetzt ihr Webinar auch geplant hat und noch während sie geworben hat, dann noch weitere tolle Ideen einbinden konnte und einfach sich nicht halten kann, wie viele Leute jetzt bei ihrem Webinar aufgetaucht sind und wie viele neue Kunden sie damit gewinnen konnte. Und das ist also einfach, um was es jetzt geht. Wenn du deine Zeit nutzt für dein Event, ja, dann nutzt das Event, dann nutzt es doch einfach weise und mach, dass du jetzt gut hier dein Event füllen kannst, und da ist also das Paid wirklich eine Möglichkeit dazu.